Gibt es auf der Welt ein ikonisches Autodesign wie G-Klasse? Seit 1975 gibt es die militärische Allzweckmaschine auch für Zivilisten. Und seit über 40 Jahren wird G-Klasse in der legendären Magna-Werk in Graz gebaut. Am Erfolgsrezept ist immer ein bisschen Würze hinzugefügt worden, wie zum Beispiel, wo AMG ein V8-Triebwerk einbauen hat. Die Emotionen, der Sound und zeitlose Look haben G-Klasse in der Popkultur und unter Hollywood-Celebs endgültig etabliert. Aber jetzt sind wir schon im 2025 und G-Klasse ist endgültig in der Neuzeit angekommen. Die elektrifizierte G-Klasse ist die beste G-Klasse, die je gebaut wurde. Das ist sie jetzt. Die revolutionäre, neue elektrische G-Klasse. Ich bin der Cyril, willkommen zum ML Freight Car Review vom Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Und den schauen wir jetzt im Detail an. Wenn ich am Anfang nicht gesagt hätte, dass wir eine Elektro-G-Klasse fahren, dann wärst du wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Von der Front nämlich relativ ein klassischer Grill mit den 4 Rippen. Es gibt ihn auch als Black Panel Version bei der Elektro G-Klasse mit eingeladenen LED. Den finde ich aber schön klassisch. Genauso klassisch finde ich die Lichter, die immer noch auf der Motorhaube drauf sind. Die gehören einfach zu einer G-Klasse. Vorne haben wir ein bisschen andere Grill im Vergleich zum Vorgänger. Dann weiter auf der Seite. Ganz wichtig war natürlich, das Auto ein bisschen aerodynamischer zu machen. Es ist natürlich immer noch ein rechter Wandschrank, aber im Vergleich zum Verbrenner sind wir deutlich besser im CW-Wert, auch im Vergleich zum Vorgänger. Wir haben vorher einen CW-Wert von 0,53 gehabt. Jetzt sind wir bei 0,44. Das ist ein massiver Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. Und wie haben sie das hingebracht? Das erste, was man sieht, ist der Power Dome. Der hat nur die Elektro-G-Klasse, also beim Verbrenner werdet ihr das nicht sehen. Das hilft, den Wind schön über die steile Front reinzubringen. Obendran auch so einen schönen Übergang zwischen der Scheibe und dem Dach. Auf der Seite haben wir dann zudem noch so Luftdeflectors, die den Wind eigentlich ums Rad herumleiten. Und ganz hinten haben wir da noch bei der Radverbreiterung auch noch mal einen Einlass, dass der Wind nicht komplett da stecken bleibt. Weiter auf der Seite haben wir die Zierleiste, da schön mit einem blauen Streifen, das ist wegen der Edition 1, die wir jetzt hier haben. Zusätzlich die blauen Bremssättel in der gleichen Farbe. Bevor wir aber hinten gehen, die schönen G-Klasse-Türen. Oh, du kannst den ganzen Tag auf und zu machen, ist so geil. Was es damals das erste Mal hat, das erste Mal in der G-Klasse hat es Keyless Go. Sprich, man kann einfach hinlaufen, klassisch dahinter langen und drüber swipen und zumachen. Und was auch noch sein sollte, die Türen sollten leichter zum Zumachen sein wie im Vorgänger. Unter anderem wegen dieser Öffnung da wird die Luft entwichen, die man dann sozusagen verdrängt, wenn man die Türen zudrückt. Und diese Öffnung war zwar immer schon, aber die ist jetzt mal grösser geworden. Sprich, weniger Luft, die verdrängt muss werden. Wir nehmen jetzt das einmal so, wie es Mercedes gesagt hat. Ich nehme an, das stimmt. Bevor wir noch ganz hinten gehen, noch ganz kurz zu den Lademöglichkeiten. Wir müssen natürlich auch noch besprechen. Wir haben eine 116 Kilowattstunde Batterie, die wir mit 200 Kilowatt Ladeleistung laden können. Sprich, etwa in einer halben Stunde von 10% auf 80% geladen. Reichweite WLTP ist 450. Realistisch ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber ja, eben für das, was der G wahrscheinlich gebraucht wird, lange es. Das erste Mal haben wir hinten nicht mehr das Ersatzrad, sondern die Designbox, wo das Ladekabel drin ist und zusätzlich eine Staufläche hat für ganz dreckige Sachen, die man zum Beispiel nicht in den Kofferraum reinnehmen will. Der Kofferraum hat 555 Liter Volumen, sprich gehörig genug. Mit der Sitztonne haben wir 1990 Liter Volumen. Das ist aber ein bisschen mühsam zum Sitzen, aber ich zeige euch jetzt warum. Und trotzdem habe ich einen riesen Lippen immer noch. Die G-Klasse muss Offroad können und kann das die Elektro-G-Klasse auch. Leider können wir es nicht live testen, es ist aber von Mercedes bewiesen worden, dass sie vielleicht sogar besser ist wie der Verbrenner. Ein Elefant ist aber im Raum und das ist das Gewicht. Wir sind leer bei fast 3,1 Tonnen. Das ist richtig viel. Wenn wir da mit 4 Insassen, 4 Erwachsenen unterwegs sind, sind wir schon fast beim Gesamtgewicht angekommen. Sprich, wir können nichts aufs Dach laden, sprich, wir können auch nichts ziehen. Also es hat auch keine Anhängevorrichtung, man kann sie auch nicht konfigurieren. Das ist natürlich schon ein grosser Nachteil im Vergleich zum Verbrenner G. Was aber ist, die Offroad-Fähigkeiten, die hat er definitiv behalten und es ist sogar noch besser geworden, weil wir können jetzt jedes einzelne Rad
selber ansteuern. Wir haben kein Differential, braucht es ja nicht mehr. Alle 4 Räder können wir separat ansteuern und das dank 2 grossen Power Units, die jeweils nochmal 2 Motoren, Elektromotoren beinhalten und die können jedes einzelne Rad selber ansteuern. Wir haben zudem Low- und High-Range, sprich wir können auch nochmal ein bisschen tiefer übersetzen, wenn es nötig ist. Das macht die neue G zu einer absoluten Offroad-Maschine. Wir haben hinten eine Starrachse, klassisch wie sie schon war. Die haben wir komplett neu designen, weil ja eben die Batterie viel grösser ist und man nicht mehr einfach nur eine Starrachse hat, sondern die ganzen Motoren auch noch hineinpacken muss. Und vorne haben wir Einzelaufhängungen. Sprich, absolut steht dem G nichts im Weg. Die Batterie muss natürlich geschützt werden. Wir haben die Batterie im Leiterchassis, also zwischen dem Leiterchassis versteckt. Und dass sie Offroad immer noch geschützt ist, haben wir noch einen Unterfahrschutz. Der ist etwa so dick und der besteht aus Plastik, also einem Plastikgemisch mit Carbon zusammen. Und der ist so stark, der ist stärker wie Stahl und kann noch mal viel leichter sein. Sprich, die Batterie ist immer geschützt, auch wenn man jetzt mal auf den Boden klatscht. Mercedes sagt, dass man das Dreifache vom Fahrzeuggewicht auf den Unterbodenschutz fallen kann und es passiert der Batterie nichts. Also das ist schon mal sehr impressive. So, gehen wir noch hinten schauen, wie der G aussieht. Da laufen wir noch vorbei an diesen schönen 20 Zoll AMG-Felgen. Man kann von 18 Zoll bis zu 20 Zoll auswählen. Da auch wieder, bezogen auf die Aerodynamik, so eine kleine Aero-Disc auf der Seite. Was hat G-Klasse innen zu bieten? Zuerst mal wieder ein schönes Trittbrett hier. Und dafür nicht viel Platz. Aber das kennen wir ja schon, das hat sich nicht geändert. Die elektrische G-Klasse hat auch nicht viel mehr Platz hinten. Vor mir bin ich gehockt, sprich, geht so knapp. Die Sicht raus ist ein bisschen eingeschränkt. Ich muss wirklich höher lehnen, dass ich schön aus dem Fenster raus sehe. Aber das sind alles Sachen, die man kennt und man in Kauf nimmt, wenn man eine G-Klasse kauft. Wir haben hinten eine Sitzheizung, hier oben ein schönes Burmester-System, hinten Klimacontrols und ein USB-C mit 100 Watt Lademöglichkeiten. Da haben wir noch einen 12 Volt Anschluss. Ansonsten, wenn wir den Bildschirm konfigurieren, hat man hier die HDMI-Anschlüsse. Bildschirm wären wahrscheinlich etwa da, also auch trotzdem sehr neu. Und in der Mitte haben wir noch die Mittelkonsole mit 2 Getränkehaltern und das Durchreichfach für irgendetwas Kleines. Aber ein bisschen speziell, da müssen wir zuerst die Kopfstütze rausnehmen, plus hinten noch eine Abdeckung, plus noch ein Sonnenrollo da hinten. Also würde ich wahrscheinlich hinten nicht brauchen. Ansonsten, trotzdem dass ich jetzt viel Platz habe, fühlt sich da hinten echt geräumig an. Wo aber das Partypiece ist da vorne links. Und da gehen wir jetzt hin. In dieser neuen G-Klasse elektrische, was haben wir für Veränderungen? Eigentlich nichts. Es ist genau gleich wie im Verbrenner. Das Einzige, was wirklich ein grosser Unterschied ist, ist die 3 Knöpfe hier. Und die sind für die speziellen G-Modes, die man hat für das Offroad-Fahren. Sprich der G-Turn, wo das Auto sich maximum 2-mal um die eigene Achse Low Range Mode und G-Steering. Das G-Steering bedeutet, dass man auf ganz engem Raum eine Kurve fahren kann. Sprich, das Hinterrad, also wenn ich nach links drülle, tut das Hinterrad links blockieren, dass ich schneller um die eigene Achse komme. Also vor allem fürs Offroad denkt und wirklich coole Features, die auch super funktionieren. Mit der Edition One, sprich eines der ersten ausgelieferten Autos, mit diesen schönen Carbonflächen mit blauen Akzentfäden drin. Sieht wunderschön aus. Wir haben zudem das blaue Stitching überall, das Kontrast-Stitching, also die Edition One definitiv ein Hingucker. Was haben wir in der Mitte? Wir haben die 2 Gebläsedüsen, wie wir sie kennen, die Knöpfe, die ich schon erklärt habe, plus unten noch die Klima-Controls, alles schön Knöpfe, die ich sehr begrüße. Und das klassische Mercedes Touchpad mit den Quick-Funktionen. Zusätzlich ein neues Steuerrad mit den Touchpads, die man da hat. Bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von, aber das kennen wir ja schon aus den Car-Reviews. Man kommt halt einfach irgendwie ein bisschen dran, aber per se fühlt sich das gut an. Wir haben trotzdem Pedals, die sind fürs Rekuperieren, da werde ich aber mehr erzählen beim Fahren. Wir haben das neueste Mercedes-Infotainment verbaut mit diesen 2 separaten Screens. Hier der Fahrscreen vor mir. Was ich generell im Vergleich zum Rennen, wir haben nicht einen Drehzahlmesser, sondern einen Powermeter, der von 0 auf 100% geht. Das ist auch, wie viel man Gas gibt. Auf der rechten Seite haben wir das Infotainment. Also erst natürlich der EQ-Bildschirm, der Ladeinformationen, Tipps zu der Reichweite und zum Verbrauch gibt. Dann natürlich klassisch die ganzen Multimedia-Sachen, die man kennt. Speziell der Offroad-Screen mit absolut allen Informationen, die du brauchst zum Antrieb, zum Reifendruck, zu der Reifentemperatur, effektiv, wo du dich befindest auf der Welt, Fahrwerkinformationen. Wirklich spannend, wie man sich das einstellen kann. Zum Abziehen haben wir so Quick-Funktionen, die man sich konfigurieren kann. Also Waschanlage-Modus, Spurhalteassistent, wo man da ganz einfach ein- und ausstellen kann. Zusätzlich haben wir noch einen weiteren Infoscreen, der noch Informationen zum Energiefluss und zum Fahrzeug selber zeigt. Aber mit wie die adaptive Federung reagiert und so weiter. Also
Noch spannende Informationen, wenn man sich da ein bisschen dafür interessiert. Ansonsten mega einfach zum Bedienen und super aufgeräumt. So, wie fährt sich die neue elektrische G-Klasse? Kurz gesagt, super. Wir sind jetzt hier auf einem kleinen Passströssli und ich muss sagen, die fast 3,1 Tonnen, jetzt sogar über 3,1 Tonnen, die ich drinnen hocke, spürt man nicht. Man hat das Gefühl, man fährt ein viel leichteres Auto, unter anderem auch wegen der Elektromotoren, weil die reagieren sofort. Es ist nicht wie im G63 oder im G500, wo man noch natürlich einen klassischen Verbrenner hat mit einem Schaltgetriebe, einem 9-Gang. Man muss nicht warten, bis die Turbos aufgespult sind, sondern man hat Instant Power. Und das, finde ich, macht dann deutlich leichtfüßiger. Auch wenn ich ihn jetzt mal in den Sportmodus tue, müsste es eigentlich noch mal ein bisschen direkter werden. Hört man jetzt auch den G-Roar, den Fake-Sound, was da in den Innenraum pumpt. Ich muss sagen, der tönt wirklich nicht so schlecht. Er hat so ein Grummeln vom G63, so ein V8-Grummeln, aber man merkt klar, das ist sozusagen electrified. Und dann finde ich es eigentlich noch eine gute Sache, weil man versucht nicht irgendetwas herzuzaubern, das nicht da ist, sondern man versucht einfach etwas hinzuzufügen zu der Fahr-Experience und ich finde, das ist noch recht gut gelungen. Ja, der G-Roar ist echt cool. Es hilft wirklich, ein bisschen Emotionen reinzubringen ins Fahren. Typisch G-Klasse habe ich das Gefühl, ich bin in einem grossen Auto, aber ich kann es relativ gut einschätzen, wo das Auto aufhört. Weil wir ja eigentlich praktisch eine Box fahren, weiss ich ganz genau, da vorne, wo meine Blinker sind, hört das Auto auf. Und hinten genauso. Wenn ich hinten raus schaue, weiss ich, dort ist nachher Schluss. Klar, wir haben noch die Box hinten dran, aber die ist 15 cm, sprich, aber den Abstand habe ich sowieso von irgendeiner Wand. Natürlich, im Elektroauto haben wir Rekuperation drin. Da gibt es mehrere Stufen und die sind recht spannend. Wir haben, wenn man ganz links, also sprich über das Minus ganz links übergeht, haben wir den Modus maximale Rekuperation. Dann ist es fast wie ein One-Pedal-Drive. Jetzt bin ich vom Gas gegangen, bremst recht stark rein, aber er geht nicht bis zum Stillstand. Die nächste Stufe ist starke Rekuperation, normale Rekuperation und nachher dann der Modus ganz am weitesten rechts ist keine Rekuperation, sprich einfach Leerlauf. Und das ist natürlich irgendwo auf der Autobahn oder so fantastisch, weil dann kann man das Gewicht ein bisschen ausnutzen und dann rollt er einfach noch weiter und braucht keinen Strom. Wenn ich jetzt lang aufs Pedal rechts ziehe, dann komme ich auf, oder ich kann es auch links ziehen, aufs Gleiche raus, komme ich im Modus intelligente Rekuperation. Und das funktioniert folgendermaßen: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hang abfahre, ein bisschen Geschwindigkeit bekommen habe, auf eine Kurve zukomme oder auf einen Kreisel, merke an einem gewissen Abstand, hey, ich muss bremsen, dort dann die Rekuperation einschalten. Somit kann ich trotzdem, dort wo ich kann ich im Leerlauf fahren und dann, sobald es braucht, automatisch rekuperieren und bremse mich somit ab. Das ist mit Abstand der effizienteste Modus, den man haben kann. Sprich, es bringt nichts, wenn ich Gas gebe, nachher wieder rekuperieren und den Strom wieder versuche reinzuholen. Es ist viel effizienter, wenn ich einfach im Leerlauf bin und wenn es nötig ist, rekuperieren. Kommen wir zum Fazit und zum Preis dieser G-Klasse. Seien wir ehrlich, der Preis spielt eigentlich nicht so eine wahnsinnige Rolle. Wenn man eine G-Klasse will, dann kann man sie sich meistens auch leisten. Aber sie fährt an bei knapp etwas über 160'000 Franken aufwärts und so wie sie da steht in der First Edition mit allen Extras 210'000 Franken. Das ist jetzt wirklich eine Stange Geld. Aber man merkt wirklich die Entwicklung, die in das Auto hineingeflossen ist. Die Offroad-Modi sind wahnsinnig gut konzipiert. Sie fährt Offroad super. Kann ich jetzt nicht live bestätigen, aber was man vorhin gesehen hat, ist wirklich impressive. Zusätzlich hat sie nichts von dieser G-Klasse verloren. Sie ist immer noch mega stylisch. Sie ist immer noch mehr bequem zum Fahren. Und ich finde vor allem der Elektromotor und der Instant Power ist eigentlich das Improvement über den G63. Also, das war es vom Car Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächste Woche wieder rein auf dem Emil Frey YouTube-Kanal.